Schönen guten Abend, lieve vrienden. Dit is hier Tim en Mate bij RCC. Ik freue mich, dat je daar zijn. Dankeschön, wenn je voor ons beden, wenn je ons allemaal wat ook weiterlaten. Wer hier wordt geen mal met mij te drinken, oder ook jeden geen aanbieden. Hier einfach bij RCC anrufen met Sandro reden, dan zijn je op rechtje steed aangekomen. Vandaag heb ik hier een gast, dat is Jacob Wall. Welkom hier, Jacob. Dankeschön. Schön, dat je gekommen bent. Kannst du die Karten mit verstellen? Ja, guten Abend. Dat is sehr schön, dat ik deze gelegenheid had, dat ik me hier kon best verstellen en een beetje vertalen wie ik zie en wat God met mij gedaan heeft. Mijn naam is Jacob Wall. Ik zijn familie van 16 Geschwister en we komen van Mexico, Durango en zijn naar Paraguay getrokken, naar Kolonie Durango. Daar zie ik opgewassen, daar heb ik me bevrijd en heb een frisse familie gebeeld. En heb 12 kinderen omleven, die zijn nu van jou al meest alle bevrijd. We hebben al 40 grote kinderen. En zijn nu een beetje over een jaar wat we in Loma Plata wonen. Zijn naar Durango uitgetrokken en hier naar Loma Plata getrokken. Zeer interessant. Also, ik meen, wo man 12 kinderen, ik heb wat 3 gekregen. Aber da sind bestimmt noch Geheimnisse, die ich nicht kann. Aber du kommst von einer Familie von 16 Geschwistern, also bist auf 12 raufgegangen, aber hast auch 40 Gröbchen, ja? Ja. So, das ist ein Reichtum. Ja, ja. Das ist ein großer Reichtum. Du hast ein besonderes Erlebnis mit Jesus gehabt, mit dem Glauben. Ja. Mag eine Karte pausen, dann hier wir davon. 15 war da. Ja, hier maken we weer met Tim en Mate, vandaag met Jacob Wall. Du bist also in Durango de meeste tijd geweest. Hoeveel jaar hast du daar gewoond? We komen aan 78 doorgaan. Oké. En ik zie aan 2010 eruit gegaan. 2010? Ja. Also dan hast du daar, wat moet zeggen, 40 jaar gewoond? Ja? In Durango heb ik 32 jaar gewoond. 32 jaar, oké. Ja. 32 jaar. En also die familie en zo, de meeste tijd door in Durango, ja? Ja. Wo hast du mal zu diesem Leben den Glauben in Jesus gefunden? Also wo wird dein Leben, dass du da ankommst? Wel, ik wil met een beetje aanvangen van mijn jongere jaren. Ja, dat we dat verstaan kunnen. Ja, ja. Dit time, ja. Ja, verdammt. Ja, also ik als kleine jong, ik was op, er waren 2 broers, die waren alle als ik. En dan waren 3 zusters hingen mij. Ja. Also ik had hingen mij geen jong wat dicht bij mij weer. Ja. En de 2 oudere jongens, die deden veel met mijn papa op arbeiden. En ik moest dan maar thuis, de thuisarbeid doen. Ik was zeer veel alleen. Aha. Niet ganz alleen, maar ik meen van manschaft. Ja. En dat arbeid immer hier ben zeer aan gedanken. Ik was immer zeer vertiefd aan gedanken. Zeer pensatief. Ja. En dat had veel conflicten opgebouwd aan mij. Du wir godet, Ja. du wir sehr große Visionen, was sich da abbieten, aber du wir auch schlechte Fortalezas, was sich hier abbieten. Und dort beides, dort kämpft du bane. Also dort treibt mich so viel, wir trocken an 78 nach Paraguay, da wir 16 Jahre. Und wenn ich 18 Jahre war, da treibt mich an zu befreien. Die Konflikte, die ich an mich hatte, die treiben mich, dass ich mich will befreien. Ja. Also meine Eltern, die dachten, ich bin noch zu jung, ich soll wenigstens ein Jahr länger warten. Nee, ich sage, ich will mich befreien. Ja. Also erlaubte das auch, ich befried mich. Und naja, also da wir kein Unrecht, was eingestand wir irgendwas, also ich weiß nicht, wer da Menschen kennt von wo die ukrainische Gemeinde dort haben. Also es ist kein Unrecht, keine Vorbereitung irgendwas, wenn sie befreit,
Also die haben eine Vorstellung über das alles, die haben keine Jeder mag Kenntnis. seine Welt selbst utfinden. Ja, ja. Naja, da wir ja dann für lang nicht alles, dus ich dachte, meine Lösung würde sein, ein Befrieden, aber das wird nicht. De problemen weer met die matje komen. Ja, die Probleme wären mitgekommen. Ja, ja. Und da habe ich da wieder mit zu kämpfen. Also, dann dachte ich so, mir sei ja vertiefen an der Arbeit, an Geschäfte, so, da würden mir den Sieg geben. Ja. Und ich dachte, ich an andere Geschäfte, auf Arbeit gehen, Ja. am Geschäft arbeiten, mir ging das sehr schön, aber ich dachte, so ja. Ich würde das Verkauf Lut zu Ovens, mir ging das schön die Stunde utnutzen. Ja. Hier wir ein wat Ladje Berne und ich hatte eine eigene auch nicht gefunden, das Ladje. Und da wollte ich dort an der Arbeit. Und dort wir uns waren auch nicht alle ganz da. Ich habe auch ein bisschen zu Alkohol geprüft, aber ich habe sein Himmel am Visionen geruht. Da muss ich Gott sei Dank dankbar für sein. Und so kommen wir wieder, mit einmal, da wir dort mit Arbeit gehen, wir durch, und dann da ich mir frisch Salz in die Schafe bestellen. Also ich hatte kein Geld. Dort, wo ich verdient hatte, mit auf Arbeit gehen, dort hat wir Tüß einmal verbraucht. Ja. Aber ich hatte Vertrauen gewonnen, mang die Geschäftsmann, mit dem dort ich dort arbeitet habe. Ja. Die kommen boden mir Kredit an, und ich mit anderen Geld in die Schafe bestellen. Und dort Geschäft dort so. Aha. Dat dreht goud. Bloß busig knapp. Aha. Dat zag zo, nur de uren, nur dat zag zo, dat het busig knapp. Ja. Aber dat wir, krijg zoveel als ik verdien, zoveel toe ik ook zinsen. Ah ja. Dan Ja, aber du kam immer mehr toe, de boden Kredit an, de boden van de banken Kredit an, dat zag alles so schmack. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Maar du schaffst bloß für die Zinsen. ja, en irgendwo wie hier ein bisschen stalt, bis ich hier ben ab, dort Ja, die ja. Menschen hadden vertrouwd gewonnen ab mich. Ja, da dat war war- sogar eine Bank, die bot an $200.000 ab zo'n firma, Ja, ja. ohne Garantie. Ja, ja. Dat meint al wat. Ja, en dan met einmal dann gaf dat 3 schwere Jahre, wo dat nicht gut regnet, nicht gut Ernst gab. Weet ik had een silo opgesteld, ik had een station de service, ik had farmacie, ik had een autoservice. Ik deed door over 50% van de economie en Durango deed ik door verzorgen tot die tijd. Ja. En krediet geven, ik noem krediet en geef krediet. En dan geeft dat 3 zware jaren, waar dat niet goed ernst heeft, de mensen kunnen lang niet al een krediet betalen. En ik zou het waschen. Ja. En dan fängt der Moviment an, so viel drauf zu wohnen, in den Zinsen, aber wenn der Kredit dort stehen bleibt, und ich muss noch Usureros gehen, omdat ich hier konnte da getan, Ja. und weil es dann ging, die Zinsen gingen ab, und der Ja. Moviment ging rauf. Ja, ja. En dan in die 3 Jahre, Gaf da het war niet dat zo boezig, ging dat al op de schuld, Ja. en de economie ging rauf. En dan ging ik bankrot. Also dat was in 2000, wat ik bankrot ging. Bankrott. Du, irgendwie kam mir da eine Frage ab. Ich weiß nicht, ob du dafür eine Antwort hast, aber hast du wem die halbe Zeit das Ganze zu verwalten oder bist du selbst so wie der Schule gegangen, wenn du so viel drehen willst? Da musst du irgendwie das Ganze, wenn man sagt, die Buchführung machen, dass das nicht sein wie auf die verdienen willst oder verlieren willst und so weiter. Dat is je vandaag een dag zeer leicht. Man kan veel draaien. Ik heb een man die zegt, we draaien veel, wat draait nog niet. Dat meint hij. Hij draait zeer veel, maar hij kan niet verdienen. Ja. Daarbij. En dat heeft mensen die arbeiten, zij verdienen maar niet. Korte pauze, dan zeg je ons kort wat het is. Voetcenten waren door. Jo, hier zijn we vandaag met Jacob Wall. Een ganz interessante Lebensgeschichte. Bevor wir hier wieder mal anmachen, viele von jullie zien elektrogeräten voor je huis, die gouden intelligente Lösungen beiden ook wat brengen. Dan behoudt dat woord Beko. Beko vind je bij Inverfin. Dat is een Europese marke en die is
doorhaft een goud zou bijko bij in Berfien. Jacob Verpels vroeg hij die, wanneer je zoveel draait, hoe weit hast du geleerd? Oder hast du geleerd de mensen die helpen, die dat ganze Dersteintje willst, van du hier du hast Wirtschaft, Ziel, du hast da een Geschäft, eine Pharmazie und so weiter, eine Apotheke. Wo denkst du da drehen? Ich habe nicht viel gelehrt. Aha. Also, wo ich abwasser deed, da wir dort so die Regel, dass wir gingen als Mannsmenschen 7 Jahre naar school. Und dat is niet een stadsschool, dat is ganz privat. Daar leren we schrijven en rekenen. En zo wieder, wat dan het wichtigste is, dat we kunnen schrijven en rekenen en lezen. Ja, also dat had je geleerd. Dat heb ik geleerd. En met hem had je dat omdraaien wat je omdraaien had. Ja, en daar werd het ook verboden, de computatoren en zo wat. Also het moest alles met de hang. Alles met de hang? Alles met de hang. Alles wat je intypen, dat is Ja. vertypen? Ja, also al de aannom en uitkoop, de soja wat erna gaan, uitging en alles met de hang. Daar had ik dan de laatste tijd, wat het movement te groot was, had ik de 2 secretairen. Ja. En ik deed allemaal dat hoe model. hadden dat geleerd? Ook zo sturen? Ook zo zeggen. Ik deed allemaal dat model afstellen, waar ze het alles zullen afschrijven en dat schaf wonderfijn. Mijn probleem was dat ik had niemals een project gemerkt ten vooruit. Waar wil ik nu wassen? Also dat we door aan dit project dat ik op een geloven arbeide. Okay. Dan weer mijn geloven sterk op dort. Ja, ja. Doordat ik op een geloven, maar ik had nog geen visie waar dat moet uitkomen met dat. Ja, en als het dan schwere tijden gaf, dan op eenmaal reed het bij alle Engelen niet meer aan. Ja, ik weet dat al tussen en dat het schwer is, die sensen, dat we krijgen zoveel als ik verdienen deed. Ja. Maar wenn ze dan eerst slechte jaren geef, ik wil die niet opgeven, ik schaf zo lang als ik kan. Wat het met eenmaal niet meer kan, dat dat bloos opkragen wordt en dan zie ik en of goed dat en zie wie moeten een rechter zeggen, we moeten nu rood vragen, wat hebben we met dit doen. Also dann wirst du bankrott. Wat komt Dan dan? ben ik bankrot. Wenn ik dan bankrot weer, dan wordt je dat alle geblokkeerd, mijn Ja. ganze. Ja. En dan zei de rechter, we kunnen er weer arbeiden. Maar dat ganze dat maakt me zo zwaar, dat ik omvang Gott te vragen. Also ik had al een stootje Gott gevraagd, wat kan ik doen? En, Ja. en wat moet ik met dit nu doen? Wat kan ik nu weer? Ja. En vang aan Bibel te lezen. Aha. En wenn ik aan de Bibel lezen, dan vang een nächste conflict aan me aan. Ja. Ja, wie ich fange viele Sachen an, anders zu verstehen, als unsere Tradition in der Gemeinde wäre. Also. Und da kommen mir schwere Fragen ab. Und dann kijk ik nog mal naar andere Menschen, naar religieuze, met de Fragen. Ja. Und die wollen da einmal nicht von ihr, die selber sagen, also haben wir das noch einmal gehört, so ist das noch einmal gewas. Okay. Not so muss das sein. Und dann komme ich so weit, dass ein Tag, früh ich Gott, sehe ich zu Gott, ist die Bibel am Rechten oder ist die Gemeinde am Rechten? Irgendwas stimmt hier nicht. En ik wil da aan beden. Er heeft de Bibel irgendwie geschreven in zin dat zoals ik ook zie. Dat maar van euch her wat is. En de komfte ging wieder en ik las wieder in de Bibel. Dat we dat ganz bankrot weer. De laatste 3 maanden worden. Ja. Ja, en dan een dag met eenmaal, dan leidt God mir dat zijn. Wens dat is alle is openbaar wie wat dat met mij geven deed. Dan draaiden al die mensen, wat bij mij hadden krediet genomen, draaiden mij den regen. Ja. En dan heb ik me denken, wie is am rechten? Die oder de Bibel? Ah ja. En dan zei ik te God, oké, de Bibel is am rechten, ik wil aan die woord houden. En ik had irgendwo mal een boek gekocht, wens we am hospital en wat dies da weer met mijn vrouw, een tijd lang wil ik weer, had ik een boek gekocht. En dat boek, dat wees me een beetje, wo de mens stond, wie in zijn zenden. En wo we damit kunnen naar God komen. Ja. En dat helpt me. Also ik lees dat boek en dat wie zo leicht, zo einfach hier in dat wat ik aan de gemeente gehoord had. Dus ik had al veel begonnen aan de gemeente. Ik had weer veel antrugen was. En dat waren me dan schwer en ik bekend dat en ik wil niet meer, maar ik kon niet. Ja. Immer war dat deed dat aan mij. En dan zeiden zij immer, du hast maar de levenstijd God door aan pragen, als die dat
vielleicht versehen kann. Weißt du, so, und hier seht ihr das über, wenn du Gott bekannt hast, dann ist die Türen die reichen, dann verjagt er die, dann verseit er die. Ja. Aber ist das so leicht, dass wir alles an mir was nicht in den Ja. Kopf. Also, dass Jesus so einfach deine Sünde vergeben kann, das wäre nicht leicht für die, das zu verstehen. Nee, dat wird nicht mutig bleiben. Aha. Ja, weißt du, wie abgewassen von klein an, dass du noch eine große Struf kommen, wenn du gesündigt hast. Aha, ja, sicher. Ja. Jetzt wird ja auch viel Schach gegeben zwischen so, ja. 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 Ja, ich habe echt so viel Schach gekriegt. Aha. No, du weißt nicht über Ja. Klagen. Aber du leist also Gott wird die Strafe wegen deiner Sünde. Ja, dat Auch wenn du einmal um Verzeihung bist. Ja, Aha. dat dachte ich immer. Ja. Also ich hatte dann 3 Monate sehr schwerer Kampf gekriegt und die Zeit wurde das Ja. auch dort. Zwischen an musste die Rechte da ankommen, war das alles blockiert, meine Rechnungen, meine Sachen, alles war alles blockiert. Und da ging der Prozess wieder mit mir. Ja. Und dann wie ich mal, ich war zu der Zeit viel in Asunción. Und da habe ich ein Haus geparkt und da wie ich dann an einer Stufe, wie ich dann allein, wie ich sage, nur Rot wollte wieder können, alle 3 Stellen. Ja. En dan daarna kon ik verder niet slopen. En ik heb me mal 4 genomen, ik wil niet tranquilizanten gebruiken om te slopen. Ja. Dat moet anders. En dan weet ik dat dan mal een avond, dan had ik een zeer zware kampf. En ik had dat boek wat ik gekauft had, dat we van irgendwo van een pastoor Bautista geschreven. Ja. En ik had de Bijbel en dan dat ik lezen. Maar aan de Bijbel en dat. En ik knalde me aan een bed, en rood, en ik kon danach niet slopen. Dat was zeer schwer. En hier zegt dat einfach, wanneer ik naar Jezus kom, dan neemt me zoals ik zie. Ik kon het mensen niet geloven, maar dan zei ik, God, ik kon niet weer. Ja. Ik had niets, en ik weet dat ik had een dood verdiend. Ik weet dat ik me trafen halen. Maar die woord zegt dus dat, en ik wil dat niet geloven. Ja. Neem me zoals ik zie, neem me. Ik leid me in de hand Ja. en geef me hand en doe met me van nu weer alles wat u was. Ik weet dat, vielleicht wordt nog in de gevangenis komen en dat is me al aan doen. Bloos einer is leberig, die viel me niet aan de hal nemen. Even doe met me wat u was, zei ik dan. Ja. En zo leid ik me hand en dan zei ik, Jezus, ik neem die als mijn heiland en van u ons als die mijn haar zijn. Ja. En ik leid me hand en slijp. Ah. Da habe ich geschlupen, dass ich lang nicht mehr hatte. Und zumeist, wenn ich aufstehe, scheint die Sonne all, wow, das Ja. Dach, so scheint niemals so eine schöne Sonne scheint, ja, das von der, das wir aber so scheint. Und dann haben wir nie muss ich, angefangen. wo hast du das überall so anders? Wow, der ganze Lud ist weich, ist auf mir der Lud weich genommen, der ganze. Nu hat ein Gott, da Wort, alles tun, was ich nicht kann. Nu darf ich mich nicht mehr quälen, dort zu tun, was ich nicht kann. Ich darf nu wieder mal dort, was ich kann, und das ewige Wort Gott. Von da an wir. Alles nie an mein Leben. Ah, ja. Alles nie. Also da hast du eine nie Richtung eingeschlagen. Da hat nie Rechnung eigentlich. Okay. Man, deed du das dann deine Frühmitteilen, deine Familie? Ja, wenn sie dann in Haus kommen, ich hatte die Familie dann nicht verteilt, zu der Zeit nicht verteilt, was passiert. Das ist so wie langsam. Aber sie warten dort an. Sie freuen sich dort mit mir, das so viel anders wäre. Aha, okay. Also das wäre für die am Anfang auch nicht leicht, darüber zu reden, was passiert wird. No. Aha. Aber das, was da passiert wird, du sagst, deine Familie, die möchte, dass du anders wirst. Ja. 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 Also du gewisse Dinge, die du von dem Tag an anders als du dann getan hast. Ganz genau. Kannst du ein Beispiel geben? Ganz klar. Ich wie, kurz komme ich dort an, ich wie immer zu stören was zu meiner Familie, ich muss freundlich sein. Und ich habe nu eine Freude, nu kann ich auch freundlich sein. Ich kann ja auch gleich. Und nu kann ich dort. Ich kann freundlich sein zu der Familie. Und der wusste nicht, was mit dir los wird. Das wusste nicht. Ja, aber ich das rede war von, schön. Ja, ich ja. rede von Gott. Ich sehe, Ja. hey, wie der will gehen anzugreifen. Wir haben einen Gott, der ist in Kontrolle. Ja. Und der wird alles tun, was wir nicht Und das wird für kennen. die Familie funnig. Das Das kann ich wird- mir ja. vorstellen. Ja. Ich mache eine Karte Pause, dann hier wieder von der Zeugnis. Jo, hier maken we weer met Tim en Mate. Vandaag met Jacob Bol. Hij had een
eine schwanste Lebenssituation ab einmal erkannt, er kann nicht wieder dauerhaft eine Begegnung mit Jesus und nimmt die Entscheidung, einfach seine ganze Last bei Jesus aufzuheben. Ja, und dann fangen nie das Leben an. Dus luister, also dat wir nicht bloß nach Schein. Wird das wirklich bloß nach Schein oder gab das auch noch Troubles in dem neuen Leben? Dat wir ein bisschen so, dat ist mir Luther klar deutlich geworden, Ja. aus der Niegeburt. Ja. Nu wie ich aus einem kleinen Kind, Aha. nu sagt ich noch keine Probleme. Okay. Nu wie ich an Gott seine Arms. Ja. Das ist ein kleines Kind an der Mutter ihre Arms. Also Ja. Gott Du hat die wirst Kontrolle. bloß mutig. Ja, ich dachte so, nu hab ich alles gewonnen. Ja, 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 ja. Naja, auf eine Seite stimmt das ja. Ja. Und dann, also du redest sich mit von der Familie, du fängst an anders zu sein. Wo fängst die Menschen dort dann ab, als du anfängst anders zu wählen? Wel, mijn geschaffen, alles dat wir alle, so mehr wenn ja am Stall stond. Ja. Wir hatten der op, wir können kaufen und verkaufen, so. Wir dürfen bloß nicht irgendwo in der Regel mehr gemacht, Schulden, so was dort hat der Rechte hat gesagt, Luther, so wie wir mit der Kreditorin sind zu verhandeln. Und nu kommen meistens die Menschen mehr noch ans. Ja. Also wir so dort. Dann kommen da ein Stück Luther, vielleicht 2 oder 3 Monate Luther, kommt da mal ein, mein Cousin. Mein Primo kommt am Hafen, ein bisschen curioso, Ja. sagt er, hey Jakob, weißt du was? Die Menschen sagen, du hast irgendwo in anderen Ländern viel Geld am Versteck. Aha. Weißt du, ich glaube doch nicht, dass du so ist das. Und ja, aber sag dir mal, das nicht, aber nu fange ich das und ich glaube, dort kann man immer so sein. Na, was glaubst du, was erreicht, wo dann glaubst du sonst dort? Na, kick mal. Dat is nog maar 1 jaar terug, wanneer man hier voorbij voert, we allemaal alles van mensen. En nu wanneer je wordt, is het niet meer wert. Du bist alleen, maar du bist so freundlich. Aha. Ja, zeg ik, du bist ja am Erreichen, weil mir auf das Geld immer freundlich gemerkt. Mir ging das schon viel drehen, das ging mich schon. Aber da hat mich immer sehr viel Freude gemerkt. Na, was ist mit dir passiert? Und dann zeg ik, weißt du was, ich habe, wat beleefd met God. En ik ben zo weit gekomen, God heeft mij die overtuiging gegeven, dat hij in controle is over alles. Ik durf mij gewoon doodmerken te doen wat ik niet kan. Ik weet het, ik zie het niet aan ja. Maar ik kan uit mezelf zo niet uit. Ja. En dat wordt God doen. Ik durf bloos dat doen, wat mij verkämpft en wat aan mij hangt is. Dat eeuwige wordt God doen. Ja. En dat geeft me zo schijn. Da, kijk daar. Ja. Voor dat war ich. Ja. En dan hat er bekannt gemerkt, dat met Wat den du erst- gesagt hast. Ja, na, da ist irgendwo, erst dat traal geworden met den. Aha. Daar is je nog naar gekomen. Ja, en wie mögen du wieder? Also, ich habe mich bekehrt nicht, dass ich dort Evangelisten wieder gekommen oder irgendwas, also da wird eine Begebenheit. Wie mögen du wieder? Ich dachte, okay, anders, wie würde du wegtragen? Aber das geht nicht sehr lang, dann warte ich dort an, dass ich brauche jässliche Nahrung. Ich brauche eine jässliche Gesellschaft. Ja. Und die hatte ich da nicht. Und dann fang ich an, Rüte zu fahren, neue Gemeinden zu sehen, seine, als ich wo was fang. Und ich hatte von so vielen Gemeinden gehört, wo ich nicht in sehr gute getragen hatte. Also ich fuhr nach Bolivien. Und kriegte du nicht eine Überzeugung. Da traf ich mich noch mit Menschen von Kanada und so, und das waren alles meine Überzeugungen. Ja. Ich fuhr nach Brasilien. Da hat noch Goiás, noch Rio Verde Goiás, das ist eine Gruppe Mennoniten, die von der Stadt kommen. Ja. Jo, und das interessiert mich sehr. Aber meine Familie sagt, na, aber so eine fremde Stadt, wo du nicht Plattdeutsch reden, dort wird nicht gut. Dann bleibe ich länger da. Über den, der hat Gott mir nie geschafft, also ich ging deren auf, dass ich kein Lohn verkaufen kann. Ich Landhandel, bald hier, bald dort. Also die gingen so leicht, deren auf, wo ich feine, große geschafft habe, ich fang an zu betalen. En 5 jaar had we zo wie dat we bankrot kunnen opheffen. Weet dat we dat we een incident hebben, weet je, een acreedores hadden wat vol snel gebracht.
Ja. En ik stuk dat te alle. Ja. En über das kon ik geschafft te merken, kon ik anfangen frisch te arbeiten en kom eruit. En 5 jaar wie we buiten, kunnen we dat opheven, ganz in die rechte uit kunnen. En dan 6 jaar kunnen we met bankoffermenten en alles abklaren. En dan zei Leut Gott mir dat feilen, nu eerste tijd dat ik wordt am Jesseljen dat bewezen wordt, hij van mij gedaan had en wat dat niet leven weer. Ja. Wenn ik mij aanvang te move am Jesseljen, dan vangt dat aan de gemeente een probleem te geven. Aha. Dat we eerst al een beetje, dat weet ik weer de gocht zei, plicht met dat ik in Jesseljen leven vieren wil. En ik had een mensen op wat van buiten kwamen, Ja. missionairen en zo wat. En aber nu word ik mezelf een beetje moe dat am Jesseljen, nu vangt dat een probleem te geven. Ja. En dan komen ze mee drijven, dat ik zal die missionairen uitjouwen. Ik zal die niet meer opnemen, ze worden me uitsluiten. Oh, ik zeg, wanneer je me doorheen uitsluiten willen, dan sluit me uit. Nou, maar ze willen niet. En ze drijven allemaal wat aan. En de laatste moment eenmaal sluiten ze me toch uit. Daar zei ik tegen mijn familie, wees wat dan weer mijn familie met me. Ja. Die stonden mee bij. Daar zei ik tegen mijn familie, hey, weet je wat, ik wie worden de past als we ik heb je alles trekken hier weg. Dan zei mijn vrouw en de oudste jongens, zeiden, voor we den vindt in ring draaien. Nu wollen we hier schon mal arbeiten. Da zei ik, stel ik te ver, dan zei ik, kijk je mal. Wanneer we hier worden wieder arbeiten, de Mennoniten worden niet erlaubt, naar ons Geschäft te komen. En dan wordt wel wieder nader, waar we aan hier handelen. Dan zeg ik, dat zijn niet zo veel. Hierom hebben we alles Mennoniten. Hier moeten van buiten komen. Ja. Nou, ik heb niet zoveel dat we daarvan leven. Dan zeg ik, wanneer we niet daar arbeiden, betalen dan ja. En dan zeiden ze, nou, waar we als familie ervan arbeiden. Ja. Dan zeg ik, kijk maar. Die worden ons alles toezaten wat ik kan. Wil je met mij zijn? Ja, wie waren, zeiden zij. En wil je met mij op arbeiden? Ja, wie waren. Oké, dan worden we hadden onder Geschäft verkauft. Da wollen we nu een kleine Stuhl abstahlen. En daar worden we voor ons arbeiden, waar we met hier arbeiden. Maar we hadden dat nog niet voor die gebeurd. Dan hadden zij, mijn vrouw, zoveel Abenteuer. En zeiden, du hast met Jacob Top verloren. Du moet den meiden, du moet jeden den arbeiden dat we den terugkrijgen. Wanneer du den ondersteunen, dat is in de familie den ondersteunen, dan ga je alle verloren. Hallo. Ja, dan ga je alle in halen. Wanneer je worden alle jeden am arbeiden, vielleicht komt dat dan terug. Also de familie soll ja in die arbeiten. Ja, en dan met eenmaal, also dat wird, bitte wat 2 Monate vandaan wordt ze me uitsloten, wat ze die überzeugt hadden, en dan vangen ze aan jij mee te arbeiden. Ah, dan wist je alleen. Ja, en daar ben ik alleen. En dan dat ik arbeider, en dat met arbeider dat je schaffen wilde, en dat zag ik, dat deed niet in, en ik werd zeer moedeloos. Ik werd zeer leeg en geloven en Jesseljen leven, waar ik kwam zo weit dat ik frisch en in het leven vieren deed. Ah ja. Ja, ik vond aan en dat deed me zo wei. Also ik had licht geleefd en nu waren am duister en dat ging zeer slecht. Ja, ja. Dat weer het treurigste woord dat im Leben gaf. En ik schreef te God, zei haar medleid met mij en gaf mij licht. Wat zal ik doen? En dan deed ik dat Geschäft uithandelen en zag me arbeid buiten kunnen. En dan vond ik arbeid bij een Dietschen. En door dichtbij en dan deed ik verdien dan manche campesinos arbeiden met sesam en zo wat. En dat deed trotzdem nog zeer schwer. Danach kom ik in mijn huis. En dat was zeer schwer. En ik vroeg God, wat kan ik damit doen? Maar God mir op mijn openbaring dat wordt niet zijn echt door het ding. We moeten een korte pauze maken. Okay. Also dat is sehr ernste Zeugnis, ja. Ja. Jacob hat Jesus gefunden. Am Anfang war die Familie gemütlich, aber als der Gesellschaftsdruck so groß wird, konnte die Familie den nicht standhalten. Und dann verlor er dadurch auch seine Orientierung und kam bei der eine Distanz nennen. Und das sagt er, wie die schwanste Zeit von seinem Leben. Dann sagt er, dann war ich da rüber. Karte Pause, dann wird er uns vertellen, wo er da rübergekommen ist. Fortsetzen wir da.
Ja, hier sind wir. Das stimmt daran Mathe, bei RCC, von da mit Jakob Boll. Jakob, du sagst, du wirst dann ganz nochmal wieder am Dienstag reingekommen, nur die ganz wunderbare Erfahrung mit Jesus. Und dann sagst du, dann war ich runter, bist allein. Wo kommst du da runter? Ja, dort war eine schöne Zeit. Ah, ja? Ja, Aha. weißt du, hast viel gelehrt. Ja. Ja, du hast viel gelehrt. Du hast gelehrt, den Boden von Glauben zu sichern und zu bauen. Aha. Hast du Menschen, die helfen dir, oder bist du allein dabei? Ja, ich habe Menschen. Aber da kriegt die Zeit passiert, dass eine Gemeinde, wo ich verrede habe, wo ich am Brasil gefangen habe, ich will bei der Gemeinde versucht ich bitte gehen und sagen, dass sie mir helfen. Und nu sagen sie, dass ich am Glauben ein bisschen wankig geworden bin und dass ich nicht mehr ein reines Leben führe, ein reines geistliches Leben. Ja. Und dann zeiden sie wollen dann nu warten, was ich sich hat mit mir abnehmen. Ja. En dan deden ze bovenop nog, deden ze mij, immer mij einmal de week bezieken, nu worden ze dan einmal de maand mij bezieken. Dat weet ze alleen. Ja. En tot die tijd trof ik voor deze Victor Mortis, wat aan die schon woont. En dan zei hij tegen mij, Jacob, wanneer zo alleen bent, en Janne die ook zo alleen loopt, dat dag met deze pastor Borja wat ik heb bereid wat om aan campesinos wordt een beetje arbeiden. Dat dag den te gezelschap metvoeren en dan met amtop te de aandacht en zo. En dan deed ik dat. Dus ik had dat niet meer een plan dat ik bij de huisje naar de kerk kon. Ja. En dan denk ik meteen op de kerk. En dan wil je alle zo vreemd, dan wil je alle zoveel anders. Als we het gewend waren. En ik vroeg God immer weiter, wat soll ich tun? Ich muss in eine geestliche Erbauung gaan. Ja. Ich kann Jesus das nicht wieder. Ich muss hier raus aus das, wo ich bin. Und über dem trage ich nun Victor sein Haus, was er hatte, bei der Stanzia. Dann wohnte ich da allein. Und dann deed ich mit diesem Pastor Borja, immer nur zur Andacht, oder wo er handelt. En dan vond ik me aan te vragen, nou ja, want nu zoveel anders als ik gewend zie. Is dat dan nu aardig of is dat reich? Is dat biblisch of is dat niet biblisch? Ja. Also, dat weer geloof ik wat ik juist met denk had, dat ik zal nu eens moet vragen, wanneer dat ook niet aan onze traditie overeen is. Of is dat biblisch of niet biblisch? Ja. En dan vond ik dat weer biblisch. Toen wie ook verschiedene, wat vielleicht niet alle, zei Gott, wie aber Gott zei niet zu mir. Dat ik zal de mensen de rechten, also ik zal me uitkomen. Dan dat ik met eind en dat ik me moed geven, dat ik fresh moed voet am Jesselien. Aha, dat u waar konst met Jezus wiederkomen. Ja, also dat weer van de Iglesia de Dios in Paraguay. Ja. En dat deed me zij aan je starten. Also durch, nachher fallen mir doch mal was hier passiert wird, mit den barmherzigen Samariter. Ja. Also wings, ik wie ook van Jeruzalem naar Jericho gegaan, wie gevallen. En de priester, ook de levieten, helpt me niet op. En toen kwamen de Samariter dan, wat van andere mensen zo gedacht, ja, zijn, maar die deden me zo helpen. Dat me zo ondersteunen, en dat deed ook voets me ruim geven om een mission arbeiden. En over den, toen leer ik dat, dan leer ik dat eerst maar Gott seine Stimme zu hören. Aha. Und dann lehre ich dort, was dort mein, wann man Visionen kriegt. Und habe Gott mir viel gewesen und habe mir sehr viel geholfen, habe mir geraubt, um eine Mission zu arbeiten. Und dort war aber sehr schwer, die erste Zeit, ich sagte immer zu Gott, Herr, ich kann nicht allein sein. Ich kann nicht allein sein. Und solange ich dort immer sehe, ich kann nicht allein sein, als wenn die bei den Feind dort utnutzen will. Ja, ja. En met einmal kon ik dat verstaan. Ik deed zij aan de Bijbel lezen en dan erbiedt me en ook veel te aandacht, alle wegen wo ik geleerd had. Maar einmal kon ik dat verstaan. Ik mag dat woord niet gebruiken, ik kan niet. Maar einmal kon ik dat verstaan en zei ik tot God, Herr, du wirst mich durchführen en met die wil ik dat kennen wat din plan is. Die wordt zegt dat en ik leef aan en dat wil ik ook. En van dan anfangt het aan leichter te worden. Ja. Ja, also ik verstond dat. Ik voer, also ik deed met iemand zei dat ik de arbeid af bij Victor Matthesen, dat ik me ganz ab dem Glauben
ohne geholt irgendwo eine Mission an. Und du leer ich dort am Glauben an der Mission zu arbeiten. Und dann habe ich gelehrt und habe ich mein Glauben oder den Grund gebüht. Und du, ich habe noch eine Frage. Jetzt unsere Zeit ist so kort. Wo hast du dann was drin in der Familie gefunden? Ja, und dann da ich immer da am Beten. Und da war die erste Zeit, wo ich allein war, wo ich immer sehe, da kann ich allein. Ich dachte immer zu Gott sagen, was hast du mal ein besonderes Kapitel für mich in der Bibel? Da war eine Zeit, mir traf immer der Daniel Kapitel 4, da redet von den 7 Jahren von Nebuchadnezzar. Ja. Und dann kann ich mir einmal verstehen, sage ich zu Gott, Herr, sagst du zu mir, ich war 7 Jahre verstaat sein von meiner Familie? Wenn du mir das sagst, was, dann du mir ein Kraft geben, dass ich das durchführe. Und wir mehr 7 Jahre am dann immer feilig dort, dass ich soll ein Jässelchen Trich und Stalle gehen, der Jäster, was meine Familie gebunden hat. Und ich da dort mit Fasten im Bett. Und du sag ich dort eine Vision, wo die Jäster die Familie hat. Und da ich die Jäster repräsentiere und sehe einfach, maar de weichgone, wist Jesus hat meine Familie auch gekauft. Darf nicht mal mehr, hat meine Familie nicht mehr gewonnen. Ja. Und da fängt das an, dass meine Familie auf ein Problem zu kriegen. Dezelfde Menschen, die meine früher brugten, en dan ze dat jij mee, dezelfde dat nu jij uitkriegen. Ja. Nu willen ze uitspelen. Ja. En daar voer ik aan. Also da wird der 7. August 2010 wordt ik de huis verleiht. Ja. En da wird der 7. Juli 2017 wordt ik een huis heim, veel 1 Monat und 7 Jahre. En da wird der 7. August 2017 wordt meine Frau mit mir zurückgegangen. Da wird 7 Jahre geschloten, 7 Jahre, der 7. August. Van da wordt ik zurückgegangen, wordt ik met mijn Frau zurückgegangen. Nu wil zij, wenn schloten zich, also ik vroeg haar, was du met mij top? Gott deine, was du mit unserer Stadt du an? Und sie sagt, jo, da wird die erste Zeit ein bisschen schwer, weil sie kann das noch nicht. Ja. Aber dann tragen wir hier noch eine Platte, wo ich weiß, dass sie muss sich verholen. Ja. Und habe sich auch sehr verholt und habe sich auch wieder erbüht. Und also hier sind wir nu und wir lernen nu, wo hier wurde der aufgenommen, dass ich hier kann an der Mission arbeiten. Wir sagen, mir so schön gegangen, ganz für Gott arbeiten. Und ich glaube immer, irgendwo nach waar we gelernt haben, ganz volltätig für Gott zu arbeiten. Nou ja, ik geloof dat die worden opkomen. Dat wordt niet zeer lang, lieve broeder. Onze tijd is nu te eind. Wir werden noch te laatste beten. Okay. Wir haben sehr ernste Zeugnisse gehört, aber ein sehr schönes Zeugnis. Also wir haben gehört von dem, wo es ist, wenn man ohne Jesus kämpft, versiegt das Gute und dann irgendwann geht alles kaputt. Dann, weil man mit Jesus geht, befolgen ist der Widerstand so groß und man hat den Wartel noch nicht. Und auf einmal fällt man einfach auf und wird von Menschen auch nicht verstanden, ist auch nicht zu verstehen. Der Sinn kommt weiter am Leben an, so dass sogar die Christen nicht wieder mit einem Welle taub sein, viele wenigstens nicht. Und doch hat Gott den Bruder nicht verloren, hat ihm abgeholfen, hat ihm Derche getragen und hat ihm auch die Gnade geschenkt, dass er treten kann mit der Früh sein und dass Gott in eine ganz neue Geschichte anfängt, wo sie taub sind, dem Herrn dienen. Lieber Taubtjeja, das ist eine Botschaft für uns alle. Ob irgendwas nicht steht von dem Leben von Jakob, wie uns auch war seine. Weil wir wieder mit Jesus können. Und wer noch nicht angefangen hat, weil wir ganze Sachen mit ihm machen, weil wir daran beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Arm stark genug ist, und Hand redet das und dann, wo wir sind. Und wenn wir gefallen sind, dass du uns auch wieder abhalten lässt. Du hast Bruder Jakob geholfen und help uns auch. Ich bitte dich, Herr Jesus, verzeih du uns all unsere Sünden. Mach uns frei von allem Bösen. Mach unsere Familie frei von allem Bösen. Und da ist deine große Not. Errate uns. So du jetzt gesagt hast, wenn wir in diesem Leben, wo wir und auch unsere Familie geraten. Und Herr, von da beten wir dich für uns Leben und für das Leben, für unsere Familie, dass wir alle der Stieg geraten worden. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen. Amen. Dankeschön, dass du hier bist, Jakob. Gott sei für dich, für deine Frau, für deine Familie und für den nächsten Missionsdienst, der bald kommt.
Für jeden allem Gottes sein, so Gott wollen, eine Welt sind, wir hier bei RCC mit Tim Terrenmatte.